Willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen Zwischenfolge mit uns, mit Northern Stories. Einer Zwifo. Ich will das nur etablieren. Okay. Wir schauen uns mal wieder ein Video an. Mit euch zusammen. Mit euch zusammen. Vielleicht auch zwei. Wer weiß. Eigentlich sind heute zwei dran, weil die beide kurz sind. Und es geht in beiden Videos um unsere Fenster. Mhm. Und auch dieses Video ist 3 Jahre her. Also unangenehm für uns. Mal sehen, was wir da so fabriziert haben. Für alle, die neu dazugekommen sind, Idee der Videos ist, dass wir uns die Videos nochmal angucken und einfach nochmal Revue passieren lassen, was wir da fabriziert haben, ob das gut war, ob das immer noch so ist, ob wir das umgebaut haben mittlerweile. Ob wir es ganz weglassen würden. Ja. Also einfach unser Feedback nach mittlerweile nun 3 Jahren. In diesem Ausbau. Genau. Los geht's. Ich bin immer nervös, wenn wir diese Videos gucken. Achso, ich brauche noch einen Stöpsel im Ohr. Wie ihr nämlich seht, wir sind nicht in unserem Van. Was? Wo wir hier genau sind, das könnt ihr nächsten Sonntag, diesen Sonntag, also im nächsten Video, also in ein paar Tagen, könnt ihr sehen, wo wir hier sind. Mehr wollen wir nicht verraten. Okay, es geht los, Leute. Immer wieder schön, dieses Intro. Ich frage mich, wann dieses neue kommt. Wir haben nämlich noch ein anderes gehabt. Oh Gott. Da haben wir immer noch die Tage. Irgendwie finde ich es cool, das zu sehen, aber nachher war es einfach... Unser Dachfenster. Das Loch ist noch nicht drin. Ja, das Fenster, ob gut oder schlecht, das sagen wir gleich, wenn es drin ist. Ja. Falls ihr es reinkriegt. Sieht so aus, als war ich für die Maße zuständig. To-Do-Liste ist Wir sehr lieben gut. To-Do-Listen. Frage ist, ob wir sie abarbeiten. Aber es hilft immens. Also To-Do-Listen, wir haben das, glaube ich, da das erste Mal gemacht. Uns hat das mega geholfen. Direktwerbung. Direktwerbung. Und skip. Wo war ich? Achso, To-Do-Listen. Das hat uns extrem geholfen. Also, dass wir wirklich uns vorher Gedanken gemacht haben, was wollen wir schaffen. Ich sag was. Den Metermaß und den Winkel hier. Keine Ahnung, ob der was gebracht hat. Ich hoffe einfach, dass es krass. Unser Dachfenstermaß ausgemessen. Und auf diesem schönen Kreppband, was ich vorher aufgeklebt habe, aufgezeichnet, sodass Basti gleich die Löcher machen kann und mit der Stichsäge. Aber die Vögel sind lauter als ich. Und dann noch die Musik. Das passt alles noch nicht so. Nee. So Leute, heute ist der Tag, in dem wir versuchen, Fenster einzubauen. Und zwar die Dachluke. Und gut, dass ich da auch noch versuchen sage. Ja. Und ich glaube, das ist dieser Part, bei dem jeder so ein bisschen Bammel Ich hat. bin richtig Bammel. Ja, nicht nur ein Genau, bisschen. was machen Deswegen sollte. hat es, wenn ihr hohe Wir Schaden schneiden Löcher in unser Blech. Weil ich durfte sägen. Und schon alleine bei den war Vorbereitungen Bohr. jetzt waren wir uns schon mehrfach nicht so richtig einig. Haben aber jetzt hoffentlich eine Methode gefunden, bei der wir das ganz gut hinkriegen. Ob und wie wir das denn kriegen, werdet ihr dann jetzt hoffentlich gleich in dem Video sehen. Und dann schauen wir mal. Wir haben den ganzen Tag Das ist gebraucht, unsere bis wir da Dachluke, ein mit der erstes fangen wir Loch an. drin hatten. Gute alte Wandfenster, benutzen glaube ich relativ viele. Ist quadratisch und kommt ungefähr, hier ist die Mitte. Ich muss kurz Haken. Pause drücken, weil da kommt schon das erste, weil du meintest, das gute alte Wandfenster, das benutzen ziemlich viele. Vielleicht, keine Ahnung, aber Also mittlerweile muss ich sagen, Also ich weiß, dass wir es damals bei vielen gesehen haben, die das tatsächlich benutzt haben, bei vielen Ja. Ausbauten. Keine Ahnung, ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so. Wir würden es auch nicht mehr so machen. Genau. Schon die erste Erkenntnis direkt am Anfang des Videos. Mittlerweile haben wir sehr viele Reisenden getroffen, die einfach einen Ventilator oben ins Dach verbaut haben, vor allem über der Küche, weil man da einfach einen viel, viel besseren Luftstrom also durch den Van generieren kann. Diesen Max Air Fan haben die meisten, aber da gibt es natürlich auch die diverse andere. Und das würden wir auf jeden Fall empfehlen, weil das fehlt uns jetzt und wir würden es total gerne umbauen. Hier in den USA ist es total schwierig, weil die Maße von dem
unterschiedlich Sie sind tatsächlich um ein 1 bisschen Zentimeter oder so ja. irgendwie. Und wir könnten es wahrscheinlich irgendwie anpassen, aber da hatten wir jetzt gerade irgendwie keinen Nerv zu. Wir hatten gerade andere Probleme. Aber wir haben es halt bei anderen gesehen. Es funktioniert richtig gut. Viel bessere... Wir haben es auch zur Probe gehabt, theoretisch, in dem Leihcamper, den wir hatten in Kanada. Ja. Die hatten das auch oben eingebaut. Und wenn man einfach ein normales Fenster offen hat und oben den Ventilator anstellt, dann ist da sofort ein Luftzug da und alles, also gekochter Wasserdampf, Klogänge, alles wird einfach direkt... Wir dachten, es reicht, wenn man 3 Fenster drin hat oder die große Tür offen. Ich meine, da ist auch guter, wenn du die Türen aufmachst, ist natürlich sofort ein Luftaustausch, aber natürlich irgendwie, wenn es zu warm ist und draußen so heiße Luft irgendwie ist, dann bringt das mit den Türen öffnen auch nichts mehr. Ja, oder wenn du halt irgendwo bist, wo du vielleicht auch mal die Tür nicht öffnen magst, wo du einfach ein bisschen unerkannt bleiben willst, dass du gerade im Auto bist oder ja, irgendwie gibt es einem nochmal mehr Spielraum, den Van zu belüften und ja. Und ich glaube, jetzt haben wir es verstanden. Baut einen Ventilator ein mit in eurem Fenster und nicht so ein einfach nur öffnen. Dachluke, ja. Dachluke. Weiter. Rein. Und dann wollen wir sehen. Erstes Loch. Da ist es drin. Erstmal mit einem ganz kleinen Vogel. Ja. Aus lauter Angst. Mini. Aber guck mal, von 2 Winkeln schon gefilmt. Das wird professioneller. Man muss sagen, Stichsäge, perfekt. Also es ging... Wir haben später nochmal eine Blechschere mit deinem Papa ausprobiert. Da kann man es vielleicht ein bisschen genauer machen, wenn man das gut bedienen kann. Aber ansonsten ging das easy peasy mit der Stichsäge. Das war wirklich gut. Naja, das Blech wird halt mit der Schere nicht so angeschraubt. Ja. Aber ich finde, ich habe ziemlich gut gemessen. Offensichtlich. Es hat tatsächlich auf Anhieb gepasst. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Da wussten wir noch nicht, was auf uns zukommt. Ich erzähle euch jetzt, was gestern und heute einigermaßen gut lief und was nicht so gut lief. Was? Lief das nicht so gut? Oder ist gelaufen, dass wir das Dachfenster Sonnenbrille auf. korrekt ausgeschnitten haben. Yes! Also mit der Stichsäge einmal 39 x 39 ins Dach rein, an der richtigen Position, in der richtigen Größe. Das Fenster hat direkt gepasst. Also wir waren quasi auf einem Höhenflug. Wir waren auf einem Höhenflug. Geil, eine Wiederholung. Wir haben aber ziemlich lange gestern gebraucht, um Video. die Löcher in den Wagen zu bekommen. Wir haben ja nicht nur das Dachfenster gemacht, sondern auch noch das Rückfenster. Was ihr hier jetzt seht, waren eigentlich so 6, 7, 8 Stunden vorbei und es wurde dann schon langsam dunkel. Aber um im Zeitplan zu bleiben, weil es eigentlich nur noch heute warm sein soll und morgen schon wieder kalt sein soll und wir heute unbedingt die Fenster mit Decasil dran kleben wollten, wollten wir dann gestern Abend noch die Holzrahmen dran packen. Keine gute Idee. Ja. Geht nicht. Ich weiß noch genau, wie... Das hier ist dann hier nicht auf dem Holz. Also das richtige Oh Gott, das war schon... Das war zu viel Sikaflex. Das ist richtig, dass wir oben Luft ist. Oh mein Gott. Hallo? Sind halt extrem Hat beschissene sie nicht gemacht. Scheiß Klemm. Scheiß Clem, ganz klar. Macht nicht im schnell irgendwas fertig. Das Oh, das war sehr frustrierend. Ja, Oh, wir waren so sauer. Erfahrung jetzt, dass das nicht gut läuft. Wir haben dann da einfach schnell Kleber drauf gepappt, wie wir das auf dem Boden auch gemacht haben, also ordentlich eine Schicht. Dann ist das Ganze verschoben und dann, ganz letzter Fail, unser Dach ist sehr wellig. Nachdem wir den Holzrahmen oben angebracht haben mit dem Sikaflex und die Schraubzwingen anziehen wollten, hat sich das ganze Dach Ja, wir verformt. haben schön diese Wellen Weil natürlich rangezogen. in diesen Wellen kein Gegenmaterial war, was den Druck ausgeglichen hat.
Ja. Und jetzt Sehr haben gut wir erklärt, nochmal Ja. bei meinem Papa in der Werkstatt kleine dünne Latten nachgesägt, die sich in den Spalten jetzt befinden. Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Genau. Und das hat jetzt alles sehr gut gepasst. Wir konnten alles festkleben. Wir sind jetzt einen Tag im Verzug, aber... Gott, wie schlimm wir das fanden. Ja. Wie? Naja, es lag ein bisschen an den Temperaturen. Sikaflex braucht ja Temperaturen. Ja. Für Decazil, aber ja, dass wir das trotzdem irgendwie gut anbringen können und es hoffentlich nicht regnet über Nacht. Spoiler, es hat nicht geregnet. Aber jetzt während der Werbung, also ja, wir haben richtig Probleme Wir gehabt. überspringen natürlich die Werbung. Achso, ja, wir überspringen die. Also wir hatten halt wirklich richtig krass Probleme, diese Holzlatten anzubringen, wo die Fenster dann quasi mit verschraubt wurden. Ja. Und wir haben uns so einen Zeitstress gemacht, ich weiß das noch. Also es sieht so warm aus in dem Video, aber das war halt immer noch Februar oder Anfang März. Also die Tage, also die Temperaturen haben super geschwankt und wir haben zu der Zeit noch in Köln gelebt und sind immer nach Hause gefahren übers Wochenende, um den Van weiter auszubauen und haben uns halt super Zeitdruck gemacht. Also immer Freitagabend ankommen, direkt loslegen und... Ja, aber das lag auch daran, dass das Sikaflex halt nicht bei einer Temperatur von irgendwie 0 Grad oder so. Und es war halt in den nächsten Tagen angesagt, dass es so kalt wird. Genau, aber deshalb haben wir uns halt eben diesen zeitlichen Stress gemacht. Statt zu sagen, ja, dann machen wir es als nächstes Wochenende, weil es dann da halt vielleicht schon wieder viel zu kalt war. Und wir haben zwar einen Schutz, wo das Auto drin steht, aber es ist keine Garage, die beheizt ist oder so. Also waren wir schon auch sehr abhängig von den Temperaturen, die geherrscht haben. Also es war schon, aber jetzt das so zu sehen, ich weiß noch genau, wie gestresst wir waren und wie wir uns angezickt haben. Nee, wir haben uns immer, wenn irgendwas schiefgegangen ist, lagen die Nerven schon blank eigentlich. Also wir waren da mal wir mussten das lernen, dass eigentlich immer alles schief geht. Ja. So, dass eigentlich fast nichts auf Anhieb klappt. Ja, und dass man halt auch einfach länger braucht und dass man halt mal nichts einfach schnell machen kann. Und das ist auch ein Tipp, mach nichts schnell. Ich glaube, wir haben das im Video auch gesagt. Also dieses schnell, das hat uns immer zurückgeworfen. Es hat nie geklappt. Sondern sich immer Zeit nehmen und wirklich dran denken, es dauert immer viel länger, als man denkt. So, aber weiter. Da hatten wir das falsche Decazil. Wieso das schwarz war? Ja. Naja, aber wir waren auch zu geizig, um dann nochmal neu zu kaufen. Wir haben dann einfach unsere Tuben, die wir noch hatten, haben wir leer gemacht. Ja, klar. Aber dafür haben wir jetzt schwarz. Und da haben wir uns gedacht, aufs Dach guckt eh keiner. Ja, genau. Aber wie unser Dach jetzt aussieht mittlerweile, wie viele unterschiedliche Kleber, Dichtungsmassen da oben drauf sind. Oh Gott. Aber wir sind sehr erstaunt, das Fenster ist immer noch dicht. Ja. Also das ist echt krass. Also es hat echt funktioniert, es hält dicht. Oh Gott, warum haben wir das nur gesagt? Holz geklopft. So kalt scheint es am nächsten Tag jetzt nicht gewesen zu sein. Nee, das ist ja an dem Tag. Vielleicht ist es auch schon ein Wochenende später. Ich habe überhaupt keine Übersicht mehr, wann wir was gemacht haben. Was willst du danach? Das hintere Fenster war auf jeden Fall echt ein riesiger Krampf, weil das so ein Fenster war, was eben mit dem Blech verläuft. Ne? Also nicht so weit raussteht. Ja. Deswegen waren die Befestigungsklemmen innen so super unhandlich. Aber dafür liegt es auch ganz flach auf. Und das sieht echt cool aus. Ja. Also das hintere Heckfenster, das finden wir richtig cool. Das Fenster wiederum zu klein und kein Ventilator. Ja. Oh. Das ist natürlich der beste Part. Ja. Guck mal, da haben wir 2 Fenster eingebaut. Ziemlich cool. Guck mal, das ist sogar das Kölner Kennzeichen drauf. Stimmt. Das Fenster ist cool. Ja. Fertig. Allerdings ist es aktuell kaputt. Das kann man mal sagen, weil das hat von innen auch einmal ein Fliegennetz und natürlich einen Verdunklungsschutz. Und das ist kaputt gegangen, weil... auf einer Apple Watch nichts gefunden. Das ist doch gut. Und, achso, wir müssen die Werbung überspringen. Ja. So, es geht weiter, aber du wolltest noch was sagen. Ja, genau, weil unser Hund
ist nämlich durch unser Fenster durchgesprungen. Das war hinten offen und da war das Fliegennetz davor. Sie ist da durchgesprungen, es ist komplett zerfetzt. Das heißt, wir haben jetzt hinten... Kein Fliegennetz. Kein das Fenster ist noch heil. Ja, das Fenster ist noch heil, aber kein Fliegennetz mehr. Aber kein Fliegennetz Naja, mehr. aber das ist ein anderes Thema. So. Jetzt gucken wir uns erstmal noch an, wie wir das Seitenfenster verbauen, weil dann haben wir quasi eine komplette Fensterfolge. Ja, die Fensterfolge. Ja. Oh Gott, ihr merkt, wir reden und reden, weil uns das alles so unangenehm ist. Wie sieht das denn aus mit der Flasche? Keine Ahnung. Wir hatten aber auch Glück mit dem Wetter, ne? Ja. So, Guck mal, wir da haben haben wir jetzt gerade die vorgespult. Mitte für unser Seitenfenster ausgemessen, haben schon ein Loch reingebohrt, damit wir gleich von außen den Rahmen anlegen können, den Ausschnitt vorzeichnen können und dann hoffentlich den richtigen Ausschnitt für unser Seitenfenster einbauen. Rausschneiden. Einsetzen. Alles zusammen. Kleben fehlt noch. Oh Mann. 1000 So, Takes. wir haben gerade die Mitte von unserer So, wir werden heute das Seitenfenster einbauen. Oh Mann, ey. Ah, ein Profi. Wir bauen heute unser Seitenfenster ein. Wir haben von hier innen schon mal Ich hab's nicht den hingekriegt. Mittelpunkt ausgemessen, weil wir hier einfach bessere Anhaltspunkte haben. Haben dann ein Loch reingebohrt. Dann kann Basti, ich habe nur die Bohrmaschine in der Hand fürs Video. Und jetzt werden wir von der anderen Verrat das Seite doch. mit dem Anhaltspunkt des durchgebohrten Loches die Seitenlinien anzeichnen und dann von außen mit der Stichsäge einmal das Fenster ausschneiden. Los geht's! Immerhin sagen wir mittlerweile was. Ja. Das kann man sich nicht ausdenken. Das ist das, was wirklich so passiert. Wir arbeiten sehr genau. Checken jetzt, ob wir wirklich gerade sind. Cheep, cheep. Diese Vögel auch. Guck mal, aber dann geht's ratzfatz. Aber kleiner Tipp, im T-Shirt mit einer Stichsäge sowas raussägen, das kann auch sehr unangenehm sein, weil das die Metallsplitter direkt auf die Haut fetzen. Ist schon ein bisschen unangenehm. Ich hab's ja mit T-Shirt durchgezogen. Sehr schön. Guck, ich darf die Detailarbeiten machen. So, wir haben unseren Holzrahmen eingeklebt vor 2 Tagen. Das ist jetzt alles getrocknet, der ist bombenfest. Haben jetzt den ersten Test gemacht und das Fenster mal reingehoben. Leider hat es nicht ganz gepasst, Natürlich nicht. denn der Rahmen hat sich hier minimal verschoben an 2 Kanten. Also dass das Fenster jetzt hier nicht mehr ganz reinpasst. Wir versuchen das jetzt einfach auszugleichen, indem wir dieses Stück wegsägen. Und dann hoffen wir, dass dann unser Fenster auch reinpasst. Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, das zu sägen. Ja, Wir haben schon mal versucht zu hobeln oder zu raspeln, wie wir viele das haben wir mal Zuschauer noch. haben uns Ja. erklärt. Das war eine Raspel, die wir benutzt haben. Und damit haben wir es überhaupt nicht weggefeilt bekommen. Und deswegen haben wir es einmal weggesägt. Und das ging ruckzuck. Mann, war das alles aufregend. Übel. Allein nur dieses Dickersil da rauszuquetschen und dann das da drauf zu packen und hoffen, dass man keinen Fehler macht. Man muss sagen, Sven und ich waren, also auch wenn es nicht so aussieht, sehr perfektionistisch bei allem, was wir gemacht haben. Das stand uns aber irgendwie ein bisschen im Weg, Ja. weil wir wirklich über jede Kleinigkeit uns geärgert haben, wenn es nicht genau gepasst hat. Weil wir dachten, wir verhunzen unseren Van Ja. und dass es dann irgendwann uns zusammenfällt oder sonst was und deswegen waren wir sehr... Fast es jetzt auch tun. Ja. Aber es sind nicht die Sachen, die wir eingebaut haben. Das muss man auch gucken. Herrlich. Oh, ich weiß, was gleich kommt. Mein Dance. Ja. Da habe ich ein richtig böses Kommentar zugekriegt. Wieso? Der ist cool, der Dance. Nee, der Dance ist cool. Aber ich glaube, da hat jemand drunter kommentiert, wer will die Alte schon tanzen sehen oder so irgendwas. Keine Ich weiß noch, Ahnung. das hat war er- das erste Kommentar, was so böse war und was ich mir direkt zu Herzen genommen Ja, habe. das stimmt.
Weiß ich nicht. Oder war Habe negativ. ich mich richtig geschämt für den Tanz. Schreibt mal in die Kommentare, cooler Dance oder cooler Dance. Es gibt keine zweite Möglichkeit. Oh, guck mal. In der nächsten Folge. Oh, da geht's an den Boden, Leute. Da erfahrt ihr, wie unser Boden aussieht. Aber wahrscheinlich wisst ihr es sowieso. Oh, und noch was. Oh, das Radio. Oh Gott, das Radio. Bitte. Das ist besonders wichtig. Das in der nächsten Folge ist länger als die ganze Folge. Ja. Das war jetzt aber schnell vorbei. Ja. Ja, Leute, Das waren die Fenster. das waren die Fenster. Wir hoffen, unsere Learnings helfen dem einen oder anderen oder ihr fandet es einfach nur witzig. Ja. Das ist uns auch genug. Ja, wenn es entertaining war. Ja. Ja, Ich habe mich entertained gefühlt. ja. Uns macht es auf jeden Fall mega viel Spaß und wie wir es auch schon gesagt haben, wir haben die Folgen schon so lange nicht mehr gesehen und wissen nicht, was auf uns zukommt in den einzelnen Folgen. Wir erinnern uns dann Ja, ab und wenn es an anfängt, wieder. dann weiß man, jetzt kommt es Oh ja, jetzt kommt das. Und aber es macht irgendwie super viel Spaß und wenn ihr auch nochmal irgendwie jetzt nachträglich Fragen habt zu den Fenstern, sie sind alle 3 noch drin. Nur das Heckfenster hat ein bisschen gelitten unter Peppy mit dem. Aber das hat nichts mit dem Einbau zu tun. Das hat aber nichts mit dem Einbau zu tun. Sie sind alle 3 auch noch dicht. Ja. Ähm, Aber das haben wir alles schon gesagt. ja, Also gönnt euch einen Ventilator statt Dachluke. absolut. Das ist das Learning von heute. Ja, Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr auch nicht am nächsten Sonntag, wo wir hier sind. wo wir hier sind. Und ansonsten Support-Herz in die Kommentare. Und das Emoji der Woche, das ist natürlich ein Fenster. Wie könnte es anders sein? Oder eine Sonne, weil jetzt Sonne in den Van kommt. Absolut. Like das Video, wenn es euch gefallen hat und schaltet nächsten Sonntag wieder ein. Bis dann. Danke! Ende.